Manchmal will man einen Basketterstern auch aufhängen. In den meisten gedruckten Beschreibungen findet sich der Hinweis, dass man ein Stück Karton an einen Faden binden soll, den dann vor dem Verschließen des Sternes versenken, sodass der Faden in der Mitte eines solchen Sternenkranzes rauskommt. Wenn man das Ding dann allerdings aufhängt, je nachdem aus welcher Perspektive man es sieht, wirkt es eher wie ein UFO, gerade bei größeren Modellen. Mir gefällt das nicht. Ich finde es wesentlich schöner, wenn die Aufhängung aus einer Sternspitze herauskommt. Ich habe hier zur Demonstration roten Faden genommen, damit man das besser sehen kann. Und ich repariere jetzt gerade mal diesen einen Stern. Dabei kann ich auch zeigen, wie man so einen Stern gewaltlos öffnet. Ich hoffe, das sieht man bei der Kamera auch. Ich muss also hier irgendwo eine Ecke öffnen. Ich nehme jetzt mal diese. Ich gehe mit dem Messer, mit einem Messer, was nicht unbedingt scharf sein muss, aber eine dünne Kante, hinter eine Ecke, biege die andere mit dem Finger etwas vor und gehe hier dahinter, sodass sich die eine Ecke löst. Und das andere kann man dann wie gehabt machen, indem man eins nach dem anderen dann rauszieht. So, jetzt bin ich bei meiner Ecke. Hier habe ich also ein Blatt von den Faltpapieren genommen gehabt zum Aufhängen. Für kleinere Sterne reicht es auch. Für größere muss man dann etwas anderes machen. So, jetzt stecke ich das zusammen wieder, wie es vorher war. Ich muss nur darauf achten, dass dieser Faden jetzt wirklich aus der Mitte rauskommt, sonst habe ich nicht das, was ich wollte. Und jetzt rutscht mir der Stern wieder weg, aber das stört mich jetzt auch weiter nicht. So, über den Finger biegen und in der Ecke verschwinden lassen. Und somit habe ich das gewünschte Ergebnis. Was unten rausguckt, ist jetzt der Rest von dem Knoten. So, jetzt kann der Stern an der Ecke hängen. Für große Sterne, ich habe auch Sterne schon mit dem Durchmesser 55 cm aus Fotokarton gemacht, reicht das natürlich nicht, weil sich die Spitze höchstwahrscheinlich aufziehen würde und zukleben will ich es ja nicht. Dann ist eine andere Aufhängemöglichkeit besser. Ich habe das einmal zum Zeigen schon vorbereitet, auch wieder mit rotem Faden, damit man es besser sieht, hier bei einem Stern aus Transparentfolie. In dem Fall gehen 3 Schlaufen unter dem Stern durch und die Aufhängung ist dann nach oben. Ich zeige gerade, wie man das am besten herstellen kann. Ich nehme dafür, wie gesagt, es sollte wohl eher ein Faden sein, der nicht sichtbar ist, ein Karton, irgendwas in Größe der Faltpapiere, die ich verwandt habe für den Stern, um den es geht. Wickel das dreimal da drum, dann habe ich das Material von 3 Schlaufen, dann brauche ich nur hier an der Stelle einen Knoten zu machen, der das Ganze zusammenhält. Das mache ich jetzt nicht richtig, das habe ich nämlich schon vorbereitet. Dann habe ich so ein Ding mit 3 Schlaufen, die muss ich jetzt nur an der richtigen Stelle noch anbringen, dass das Ganze funktioniert. Dazu nehme ich jetzt wieder meinen Stern, den ich schon in Arbeit habe, öffne wie gehabt die Seitenlaschen, was ich im Normalfall ja nicht zu tun brauche, weil wenn ich die Aufhängung anbringe, sollte eigentlich noch eine Öffnung vorhanden sein. Jetzt muss ich an der gegenüberliegenden Seite, genau gegenüber, was ist gegenüber? Das sollte es sein. Ja, genau gegenüber auch eine Öffnung machen. Auch das geht leicht. Und hier kann ich jetzt, in diese Öffnung kann ich jetzt das Ganze reintun, wobei ich dann um jede von den offenen
Sternspitzen einen Faden lege, der im Original also nicht sichtbar sein sollte später. So könnte das dann aussehen. Ich sollte natürlich gucken, dass das Ganze auf der anderen Seite dann rauskommt. So in etwa. Dann kann ich diese Ecke wieder verschließen. Nach bewährtem Muster. Wie gesagt, das Video ist nicht perfekt, das merke ich schon, aber ich habe keine Lust, es nochmal zu wiederholen. Also wird es das wohl bleiben. So, dann habe ich hier die 3 Schlaufen und hier ist mein Faden. Den wieder in die Spitze legen und die letzte Ecke dann verschließen. Wie das geht, ist ja auch allgemein bekannt. So, jetzt habe ich meine Aufhängung fertig, die auch für schwere Sterne mit schwerem Material funktionieren dürfte. Viel Spaß!